sind wir? Wer sind wir? Scheiße. Wie schlecht geschlafen. Oh nein. Was wollen die von uns? Was machen die? Open those eyes. Oh. We don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here, Toller Witz. let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? Shit. They're not happy about it? No. Shit. Von Shit, Reden. shit, shit. Come on. Zwei Stunden vorher. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. So schnell schreiben. Hoffentlich liest das auch jemand. Scheiße, habe ich da jemanden gehört? Mann. Ich muss das fertig kriegen. Die dürfen davon nichts erfahren. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Scheiße, Mann. Lass das bitte jemanden lesen. Oh, Scheiße. Schnell. Mach. Fuck. Oh. Ich hab hier nur programmiert. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Ich gehe ja schon. I'm worried about losing anti-pump. 190 isn't bad. The doctor was predicting assembly by 150. We're not being given enough information. Redet ihr nur. You're Ryland Park, aren't you? Hallo. Why weren't you answering the page? I'll tell them you're incoming. Ja, sag ihnen ruhig Bescheid. Und hier dürfen wir hier nicht durch? Sorry, es passt nicht in ein Horrorspiel, aber irgendwie... Ja. Ich glaube, er hat sich mit der gefährlichen Botox-Krankheit angesteckt. That sounds all right. I didn't think I'd miss it as much. Das ganze Christ, Wayland, Doktor. hurry up. They're waiting on you. Ich gehe ja schon. You're cutting it close. Next patient's incoming and arterial spin still dark. We need you at the front terminal. They've got Gluskin out of the system. Paging again. We need this part guy in here now. Modulation. Erstmal ein bisschen umgucken. Eine authentische Kaffeetasse. Zur Seite lehnen können wir uns schon, aber... Scheint so, als hätten sie Probleme. Na, wie sieht's aus da unten? Naja. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Final. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I could call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park Ah, here's hier so gonna ein have us bisschen up and running before we even know it. tippen. Right, Mr. Park? Ja, richtig. Ja, verdammt. Are we
we happy, Mr. Park? Ja, sind wir. Laber nicht. fMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Was geht denn da vor? Scheiße. Ich würde ja gerne. Ich würde es ja gerne. Calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Tolle Scheiße. Wir arbeiten hier für diese verrückten, monitoring is not active when we put him in the engine. blöden Antrieb in Gang zu kriegen. Hold. 3. Arterial spin labeling is back online. Good thing. Positioning imaging plates. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Right. Normal. You're a little closer this time. We've never had a patient get below 25 million cell deaths per minute. But what's the time code? Tja, done wir here, waren Mr. hier Park. schon mal. Thank you and goodbye. Naja, Chemical assistant, he got down. He had 5. ich mag dich nicht. Log his first 2 is guided. Du musst es den Leuten eben auch mal ins Gesicht sagen. Und du? Botox-Mann. Tja, der sieht echt aus, als hätte er was in die Lippe bekommen. Ehrlich gesagt habe ich kein gutes Gefühl dabei. Bei der ganzen Sache. Die zu verpfeifen, schön und gut. Aber aus ihren eigenen Reihen? Naja, wir werden sehen. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see him! Schon gut, schon gut. Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you Nein. hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Nein. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave Scheiße. indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Und damit herzlich willkommen zu Outlast Whistlebblower. Ihr habt schon gesehen? Wir befinden uns mittendrin. Was ist los? Warum lassen sie uns gehen? Warum ist der Antrieb aus? Warum läuft Alarm? Fuck! Oh. Brauchen die Kamera. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen.
Oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab's sowas von verkackt. Aber wir haben nicht genug Zeit, um nachzudenken. Nur so viel. Pretty flower. Fucking. I'll open you up. Open you up and show you. Scheiße. Ich fürchte, der hat uns schon gesehen. Wir waren Softwareberater. Wir haben sie verpfiffen. Sie haben uns an den Antrieb geschnallt. Und dann ist irgendwas schiefgegangen. Wahrscheinlich das, was wir am Anfang gesehen haben. Die Startsequenz. Irgendwas mit Billy Hope. Verdammt mal, wir sind doch Softwareberater. Warum können wir das nicht wieder in Gang bringen? Tot. Das Einzige, was zählt, ist lebend hier rauszukommen. Scheiße drauf. Was ist hell? Scheiße, was machen die da? Ein Doktor. Wir werden beobachtet. Scheiße. You! No observers! Come in! Ich guck mich lieber nochmal um hier. Ist doch ganz schön hier. So eine Verkleidung und eine Toilette und eine zerbrochene Movie-Kamera. Welche Überraschung. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich hoffe mal, sie erkennen uns als Patienten an. So wie wir aussehen, wohl schon. Wo rennst du? Fuck. Renn. Muss, mach diese scheiß Tür auf. Mach diese scheiß Tür zu. Ich hoffe mal, wir haben ihn abgehängt. Oh, das fängt ja schon gut an. So. Was sollen wir hier machen? Sehen alle verschlossen aus, die Türen. Was war das denn gerade? Hat der gerade einen Wachmann und einen Patienten totgebissen? Leute, ihr seid mir ziemlich lieb. Oh, peeping Tom. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Keep it round, my friend here.
get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Mit Vergnügen. Aber habt ihr vielleicht noch ein paar Batterien hier? Irgendwie hier so. Trying to go. Come back here! Rennen! Ich weiß zwar nicht, ob der Typ gefährlich ist, aber... Verdammte Scheiße, wo geht's lang? Hier. Gehen wir mal lieber hier hoch. Bad idea. We get out of here through reception, and then Merc Tactical clean it up. If they get here in time. We need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here within... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try to radio outside for help. I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes. Es gibt also ein Funkgerät. Wir müssen es finden. Aber wir haben auch eine Nachricht bekommen. Es gibt ein Funkgerät. Im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deines Willen, Lisa. Und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen. Zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allem zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr verstecken. Es ist zu kaputt. Zu gefährlich. Ich glaube, er redet. Von der ganzen Murkoff-Geschichte. Lass mich bloß in Ruhe. Dankeschön. Habt ihr das gehört? Tür auf, raus, Tür zu. Ah. Das klingt so, als würde hier jemand Langstreifen. Offen gesagt. Scheiße. Ihr habt das auch gesehen, oder? Fuck. Sieht sauber aus.
Aber ich traue diesem Spiel alles zu. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Wallrider kommt? Scheiße. Da war doch jemand. Hier laufen irgendwo überall Leute rum. Und warum sind so viele tot? Jetzt schon. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please. Just push the button. Open the door. We can get out of here together. Ich bin ein Doktor, Moment mal, du bist ja gar kein Fachmann. Oh, ich bin ja ein Patient. Ich habe nur die Sachen von einem toten Körper gestohlen. Tür zu. Sicher ist sicher. Wir sollen also den Knopf drücken. Erstmal die Batterie nehmen. Kinderzeichnung. Was zum Verstecken? Alles super. Ob du das so willst? Ich hab noch nie einen Mann sterben sehen. Ich hab noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute. Ermordet. Oder schlimmer. Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt. Doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt hatten, und änderte seine Geschichte. Sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt. Alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Hoffen wir es. Scheiße, 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 scheiße. Rein. Weg. Die kontaminieren. Und raus hier. Doch der Wallrider findet seinen Weg. Er wird ihn immer finden. Wir müssen unseren finden. Zu einfach wäre es gewesen. Aber ich habe schon wieder eine Anmerkung. Eine gerissene Scheibe, die nicht so aussieht, als wäre es Sicherheitsglas. Nimm einen Stuhl, einen Tisch oder einen Kopf oder was auch immer, dreht dagegen, hau die Scheibe ein und quetscht dich da irgendwie durch oder so. Aber nein, wir bleiben drin. Ein Dokument. Von J. Blair Murkoff Corp.us.com an H. Grant @murkoffcorp.us.com. Betreff Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit CC 88208. Miss Grant, ist es möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer Miss Lisa Park aus Lendale und Co. kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung Ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese bitte an mich weiter.
Mr. Park, vorheriger Beratungsvertrag 8208, trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Miss Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Information mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass die Murkoff Psychiatric großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen, und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht und die Diagnose des Arztes die Krankheit ihres Mannes betreffend angefechten konnte. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Vorspielung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankheitsversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich in diesem Fall persönlich kümmern. MFG, mit freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Aha. Hört ihr die Stille? Also ich meine, hört ihr eben nicht die Stille? Gut, wo geht's hier weiter? Stimmt ja? Hier hoch etwa? Jupp. Hier. Jupp. Hier? Aha. Psst, leise. Kein Mucks. Solange es keiner hört, kann uns auch keiner entdecken. Scheiße. Tote Leute. Zerschlagene Spiegel. Ein Labyrinth aus Räumen. Keine Batterien. Willkommen zurück bei Outlast. Und was dort hinten am Ende des Ganges wartet, das wohl eine Kreissäge hat oder sowas. Das erfahren wir in der zweiten Folge von Let's Play Outlast Whistleblower. Bis dahin, macht es gut.